Das war balsam für die Seele. Ich habe den Jubel schon letztes Jahr gemacht, auch in Wolfsburg mit Hoffenheim. Also ich bin ein sehr großer Darts-Fan. Also ich weiß nicht, ob ich den im September oder so machen würde, aber jetzt im Dezember Darts wäre mir jetzt fast das schon sehr gut. Der sollte eigentlich auf Sirou. Sirou lässt ihn gut durch und Jule trocken dann. Er hat so ein bisschen hergegeben, in welche Ecke er schießt, deswegen konnte ich relativ gut lesen. Ja, du, ist natürlich wichtig gewesen, dass ich den halte da, gerade weil wir nachher die Rote kassieren. Ich glaube, wenn wir da 3-2 ist mit einem Mann weniger, dann geht es relativ lange, danach das Spiel noch. Von daher war eine super Parade und war natürlich happy, dass ich da der Mannschaft helfen konnte. Es hat natürlich extrem Spaß gemacht, wieder am Platz zu stehen. Auch wenn es kleine Verletzungen sind, aber dann merkt man erstmal wieder, wie schön es ist, Fußball zu spielen. Das war jetzt schon für mich doch eine lange Zeit. Nichtsdestotrotz, habe ich mich gut gefühlt. Mein Körper, habe jetzt keine Schmerzen mehr, aber ich habe dann schon am Ende gemerkt, du hast jetzt auch ein paar Wochen nichts gemacht. Also das war dann schon ein bisschen hart. Also ich habe ein gutes Spiel gemacht, konnte der Mannschaft helfen, dass wir gewinnen, und es war mal sehr wichtig, dass wir in der Bundesliga auswärts gewinnen, ja. Was war der Schlüssel in der ersten Halbzeit? Diese offensive Spielfreude oder auch dieses tolle Gegenpressing? Ich glaube, das ist so ein bisschen, es ist immer eine Balance aus allem. Also Gegenpressing ist das eine, aber ich finde, am Ende schießt du die Tore natürlich mit dem Ball. Und ich finde, dass in der ersten Halbzeit war es gerade, dass wir es geschafft haben, nach Ballgewinn auch schnell wieder vors Tor zu kommen. Wir haben uns schöne Tore rausgespielt, wir haben auch das Spiel kontrolliert, die Defensive stand sehr stabil, also es ging relativ wenig vor unserem eigenen Tor für die Wolfsburger. Also haben wir eigentlich relativ vieles repräsentiert in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit haben wir dann natürlich auch vieles nicht repräsentiert. Also wir haben es so, wie es jetzt in den letzten Monaten und Wochen oft war, wieder mal eine rote Karte kassiert. Hatten nach der roten Karte dann eigentlich gut und leidenschaftlich verteidigt, aber haben
ja, relativ wenig Kontrolle gehabt. Und ich glaube, das ist so der Minuspunkt, den man so ein bisschen mitnehmen muss. Aber ansonsten freuen wir uns natürlich alle über den Sieg, ist klar. Sehr, sehr stark. Ich glaube, es war wirklich eine super Power gehabt, super nach vorne gespielt, wirklich Torchance um Torchance gehabt und verdient 3-0 geführt dann. Du nimmst ja jetzt ein positives Gefühl einfach mit in die Festtage, zu deinen Familien, Urlaub, wo auch immer jeder ist. Und natürlich ist es auch für alle BVB-Anhänger schön. Ich meine, alle, die jetzt hierher gereist sind, man geht wieder nach Hause mit etwas im Gepäck und ich glaube, das tut extrem gut. Und es war wichtig natürlich für uns, das so schnell wie möglich jetzt auch wieder ad acta zu legen, dieses Ganze, wenn man es so nennen kann, diesen kleinen Fluch so. Und aufgrund des Spieltags tut uns auch einfach extrem gut, ne, dran zu bleiben. Wir müssen den Gap sozusagen wieder ein bisschen schließen einfach, ist ganz klar. Wir wollen ganz vorne mitspielen, ne? Und alles andere ist sowieso nicht zufriedenstellend. Deswegen, ja klar, wir haben jetzt keine so schlechte Ausgangslage, um auf Platz 3 mal anzugreifen und danach gucken, wie viel geht. Ich glaube, wir haben sehr viele gute Spiele diese Saison gehabt bisher. Sehr viele oder ein paar nicht so gute Spiele auch, muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, jetzt einfach ein bisschen unsere Form richtig zu finden, die guten Spiele sollten überwiegen und die schlechten am besten so wenig wie möglich. Ich glaube, dann kann es sehr, sehr spannend werden, weil dann ist sehr viel möglich und sehr viel Qualität von dieser Mannschaft steckt.